wieder Dave von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Davosa. Guckt euch doch bitte diese Schönheit mal an. Davosa Thernos Keramik GMT in Pepsi. Blau und Rot. Starke Uhr, oder? Ich bin total begeistert. Ich hatte Davosa ja schon lange auf dem Schirm, aber nie bewusst immer gesehen. Hier, guckt es euch an. Schon mal am Handgelenk. Erster Eindruck direkt von vorne. Bah. Mega. Wer braucht Rolex? Ha! In diesem Video geht es wie immer darum, dass wir uns die Uhr im Detail ansehen. Hier schaut nochmal. Wir gucken uns das Armband an, die Lünette, das Zifferblatt, sprechen kurz über das Uhrwerk, über die Serie allgemein etc. Bleibt also dran, es lohnt sich und jetzt starten wir gleich mit dem Unboxing. So, dann kommen wir mal zum Unboxing. Pappschachtel bzw. Pappkarton. Hier sehen wir jetzt die Verlängerung bzw. die Kürzung. Wurde extra für mich gemacht. Das liegt sonst nicht drin, es sei denn ihr sagt das vorher, dass ihr das kürzer haben wollt. Dann die GMT-Beschreibung von der Uhr, hier steht alles drin. Und die Hochglanzverpackung, die hölzerne, wo das gute Stück drin ist. Normalerweise liegt sie auf dem Kissen. Das habe ich rausgenommen, weil es nicht drumherum passt. Denn mein Handgelenk ist ein bisschen schmaler als das Kissen. So, kommen wir mal zur Uhr. Schauen wir mal. Sieht doch mega aus, oder? Spätestens seitdem Rolex die GMT rausgebracht hat, die Submariner in dem farbigen Design. Will sowas jeder haben, aber man braucht keine Rolex, Leute, ich sag's euch. Die gute Uhr ist noch verklebt. Ich pack's mal aus. Das Gute ist natürlich, das schützt so vor Mikrokratzern. Ich mache es ja normalerweise immer umgekehrt. Ich mache erst die Fotos und später das Unboxing. Jetzt mache ich es mal so, wie es tatsächlich sein soll. Und jetzt entkleben wir die Uhr mal. Also es ist aber auch wirklich überall verklebt, ne? Echt gut gemacht. Jetzt haben wir hier noch so ein Papierteil. Das ist schon sehr aufwendig verklebt, muss man sagen. Hier kann ich noch nichts machen. Ja, doch, so, jetzt geht es auch von alleine ab. Klasse, oder? Boah, ich bin total begeistert. Richtig, richtig toll. Guck doch mal. Wer braucht eine Rolex? Kein Mensch. Mega aus. Ich mache es mal ums Handgelenk. Ha, jetzt guckt euch das Schnittchen mal an. Ah, sportlicher geht's ja kaum, oder? Das finde ich richtig klasse. Schau mal her. Wie schon gesagt, wer braucht eine Rolex, ne? Wenn ich Davosa haben kann. Davosa Thernos Keramik GMT. Auch schön mit dem roten Zeiger. Ja, also der Bandanstoß ist halt hier auch sehr interessant. Die Uhr liegt wirklich super, super am Arm. Wir haben ja 40 mm Durchmesser. Das finde ich schon klasse. Ist im 20. Jahrhundert. Richtig gut. Guck mal. Aber die Bandanstöße sind nur 47,9 mm.
Ja, das ist echt toll. Man merkt jetzt hier natürlich schon das Gewicht. Klar, es ist Stahlversion mit Keramik. 158 Gramm haben wir hier. Das gehört halt auch dazu, ne? Guck mal. Toll, oder? Behalte ich, nehme ich, trage ich. Gucken wir uns hier mal die Schließe an. Klassische Faltschließe, 20 mm Anstoß haben wir hier. 20 mm Bandanstoß. Aufklappen, zack, schließen, zack, sichern. Fertig! Wir sehen hier auch das sogenannte Trialink-Armband. Das wird auch am meisten verwendet. Der sportliche Charakter dieses Armbandes passt halt super zur Pepsi. Schaut mal hier, die Taucherverlängerung, die man hier ausklappen kann. Seht ihr das? Ganz easy. Zack, zack. Neoprenanzug und schon ist sie da drüber. Schauen wir uns mal das Zifferblatt an. 40 mm Durchmesser. Die Uhr kann auch eine Frau tragen. Sie ist halt wirklich sehr sportlich durch das Pepsi-Design. Das macht halt richtig gut was her. Und eben ein klassisches Zifferblatt. Was soll man noch dazu sagen? Wer Taucheruhren kennt, in diesem Style, der kennt auch die Zifferblätter. Schön auch mit dem roten GMT-Zeiger, der sofort auffällt. Man schaut aufs Zifferblatt und weiß sofort, was los ist und fühlt sich auch sofort zu Hause. Richtig, richtig klasse. Wir haben hier auch noch schönes BGW 09 Super Luminova verbaut. Da blende ich hier mal ein Foto ein, damit es beim Nachttauchen auch schön leuchtet. Man findet sich eben sofort zurecht. Hier auch nochmal schön die Zykloplupe zu sehen. Das ist ja oft Gegenstand von Diskussionen und polarisiert in vielen Foren und vielen Diskussionen. Aber ich finde, es gehört einfach dazu. Guck mal. So, kommen wir zur Lünette. Schön Pepsi-Design, die Nacht und der Tag. Schön geteilt. Ja, hört das? Rastet ganz sauber ein. Tak, 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 tak. So muss es sein. Fühlt sich super an, lässt sich super drehen. Nur in eine Richtung. So macht eine Taucheruhr Spaß. Wir sprechen hier über die Referenz 161 590 60. Wenn einer mal gezielt suchen will. Es ist aber auch alles unten verlinkt. Der Blogbeitrag ist bereits online mit der Spezifikationstabelle etc. Ja, hier seht ihr auch schön, wie die Keramiklünette schön glänzt. Ja, es ist eine wirklich tolle Uhr. Also ich bin richtig begeistert. Kann man schnell doch mal checken, wenn man auf Geschäftsreise ist, ob man vielleicht seinen Partner zu Hause aus dem Bett klingelt oder ob man gleich noch, wenn man aus dem Flieger steigt und zu Hause ankommt, noch in den Pool springen kann, ohne die Nachbarn zu wecken. Die Beliebtheit ist ungebrochen. In der Diving-Sparte ist die Davosa Ternos nicht mehr wegzudenken. Es ist eine feste Größe. Davosa als Uhrenmarke hat ja eine Tradition, die bis 1881 zurückreicht. Auch schon sehr beeindruckend. Auf jeden Fall gehört diese Davosa Ternos Keramik GMT zu den beliebtesten Taucheruhren der Schweizer Uhrenmarke. Jetzt weiß ich auch warum. Ich finde sie mega. Davosa habe ich auf dem Schirm gehabt, aber nie so sehr bewusst. Ich fand die Preise mal sehr interessant, habe dann aber gedacht, ist dann vielleicht nicht so gut. Das muss ich hier ganz klar revidieren. Die Uhren sind wirklich
toll, zumindest die ich bis jetzt getestet habe. Ich habe auch einen Vintage Diver schon mal getestet für mehrere 100 Euros. Da ist das ausführliche Review schon in meinem Blog. Ein Video gibt es nicht, da hatte ich noch keine Videos gemacht. Schaut dort mal rein, ich habe das alles verlinkt. Preislich liegen wir hier bei 1458 Euro. Das mag auf den ersten Blick etwas abschrecken, auf den zweiten Blick aber nicht mehr. Wenn ihr die Möglichkeit habt, diese Uhr bald umzumachen, tut das. Wenn euch das Video reicht, kauft die Uhr. Ihr werdet wirklich begeistert sein. Es ist ein Daily Walker. Also das könnte tatsächlich mein neuer Daily Walker werden. Muss ich ganz klar sagen. Man merkt sie am Handgelenk, ja, die 158 Gramm sind nicht wegzureden, zumal ich so ein bisschen verseucht bin von den ganzen G-Shocks, Titanuhren. Wobei ich ja hier auch einen Schrank voll mit Taucheruhren habe. Aber das hier finde ich wirklich super verarbeitet, tolle Qualität. Auch hier der Kronenschutz. Krone lässt sich super bewegen. GMT-Zeiger dreht sich mit. Alles perfekt. Was will man mehr? Eine wirklich tolle Uhr. Hi, hier ist wieder David von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt ist auch noch Licht von oben an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss ich erstmal ausmachen.